Morgen. So, mein, ja, ist ja so eine schlechte Angewohnheit mit dem so. Denke ich aber gar nicht drüber nach. Ich habe gestern einem Teamkollegen das Pflanzen erklärt, weil er da noch gar keine Berührung hatte und hat einfach salopp nachgefragt. Und ging mir dann auf, ich könnte ja ein paar kleine Erklärvideos machen, weil das mit den Schießeinstellungen bzw. dem Waffenhandling kam ganz gut an. Für so einen Schnellschuss. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und das würde ich jetzt auch nochmal kurz auf das Pflanzen eingehen. Warum wir was anbauen, wie wir das anbauen und was man da vielleicht zu beachten hat. Dafür gehen wir mal kurz hoch in meinen Pflanzenraum. So. Also ab einem gewissen Spielerlevel, ich müsste jetzt gucken, welchem kann man ja Nursery freischalten. Da können wir Pflanzen anbauen. Wir alle wissen, was es ist. Auf Nursery Level 1 haben wir einen Pflanzkübel. Da gehen 13 Pflanzen rein. Wichtig ist direkt schon, in einer Tüte sind ja nur 10 drin. Also haben wir da die übliche Konsumstrategie. Ich habe jetzt schon Nursery Level 2, dementsprechend habe ich 2 Pflanzkübel. Ich bin auch in diesem Wipe aktiv am Anbauen, wegen dem Wasserbehälter, weil es dann wesentlich einfacher ist. Und im Endeffekt brauchen die jetzt nur 3 Tage lang Licht, also der Generator muss laufen und Wasser. Wasser füllen wir hier vorne ein. Wir haben in diesem Behälter, hat Combat Waffle hat sich ihr eigenes System gemacht dafür und haben gesagt, okay, wir haben jetzt keine Liter oder Milliliter, sondern laut Tabor Wiki haben wir 1000 Einheiten in diesem Behälter, die wir da einfüllen können. Und so eine blaue Flasche hat als Referenz 50 Einheiten. Also ich bräuchte 20 blaue Flaschen. Oder alternativ einen dieser Water Jugs, der hat also auch 1000 Einheiten. Was wir also so machen, ich habe hier noch einen halben stehen. Genau. Entweder wir halten den jetzt die ganze Zeit fest wie ein beschmierter. Oder man nimmt sich eine leere Tüte, legt es so hin und das Ganze füllt sich von alleine. Es braucht ein bisschen länger. Aber man sollte sehen, dass da eine Bewegung drin ist. Oder auch nicht. Gut, wir alle wissen, es ist vielleicht hier und da noch ein bisschen buggy. Eben ging es auf jeden Fall ganz gut. So. Manche machen das auch mit Magazinen oder so, aber ich habe einfach so eine leere Tüte genommen. Dann können wir das laufen lassen. So. Was ist jetzt der Vorteil an diesen Wasserbehältern? Klar, die haben gerade gesagt 1000 Einheiten. Früher hatten wir die Thematik, dass wir mit Wasserfiltern in der Küche diese Flaschen wieder befüllen konnten. So ein Wasserfilter hat aber nur 500 Einheiten generiert. Wie ihr seht, der Pegel steigt. Heißt, ich brauche 2 Wasserfilter, um dieses Ding zu befüllen. Und muss halt dementsprechend viel laufen, machen, tun. Das führte dann dazu, dass ich zum Beispiel erst angebaut habe, wenn ich alles geupgradet hatte, habe den dann befüllt einmal und nur 10 Pflanzen gesetzt. Das hat dann gereicht von der Effizienz des Raums her, dass ich mich 3 Tage nicht drum kümmern musste. Jetzt ist es so, ein Wasserfilter macht 500 Einheiten, die Flasche hat 1000. Dementsprechend bräuchte ich 2 Wasserfilter, um diese Flasche wieder zu befüllen. So, das habe ich jetzt einmal durchgerechnet. Für alle, die es wirklich interessiert. Gehen wir mal davon aus, ich habe Jiri Level 2. Dementsprechend haben wir einen Wasserfilter, kostet 3660. Wenn ich ihn leer gebraucht verkaufe, kostet der 1500, kriege ich wieder. Ich brauche 2 Stück, um die Wasserflasche zu befüllen. Also habe ich ausgegeben 4332 Coronas für eine volle Wasserflasche. Jetzt kann ich, und ich habe natürlich die Arbeit, jetzt kann ich die Wasserflasche selber kaufen für 4581, gebe die da ganz rein, verkaufe die wieder für 1870 glatt, ja, und habe dann im Endeffekt nur 2711 ausgegeben. Einfach auch mal, um zu zeigen, aktuell ist es leider sinnvoller, einfach nur die Flaschen zu kaufen und zu verkaufen, wie beim Benzin auch, als sich da die Mühe mit den Wasserfiltern zu machen. Vielleicht ändern sie es noch, ich weiß es nicht. Was noch? Genau, jetzt mal so ein bisschen den roten Faden im Kopf verlieren. So, warum bauen wir überhaupt an und was haben wir davon?
Also klar, wir ziehen die Pflanzen. Pro Pflanze kriegen wir nachher ein Texin Sunseed Produkt. Also so einen Ballen. Am besten ins Licht halten. Ich habe also schon ein bisschen geerntet. Und mit dem Ballen können wir mehrere Sachen machen. Wir können ihn einerseits verkaufen. Da kriegen wir 4.800 glatt für einen. Oder wir machen aus den Ballen die NRS-Pens. So. Das kann man machen, wenn man sich die Medbay freigeschaltet hat. Ne? Genau, für alle einmal gucken. So, die Medbay muss aber auf Level 2 sein dafür. Wenn man die Medbay auf Level 1 freischaltet, kann man nur Folgendes. Wir können also gefundenes Klopapier nehmen in diesem Automaten. Einlegen, zu. Und wir bekommen jetzt wahrscheinlich 2, müsste ich kriegen. Genau, 2 Bandagen. Also Medbay, ne? Level 1, 2 und 3. Jeweils kriegt man mehr Bandagen. Ähnlich ist das hier bei dem, ab Level 2 kriegt man den NRS-Automaten. Ein Produkt rein. Klappe zu. Und wir bekommen, aktuell müssten es 3 Pens sein. Genau. Also ich bekomme auf... interessant. Ich habe jetzt 3 Pens. Ja klar. Ich kann erst auf Level 2 produzieren. Und wenn ich auf Level 3 habe, dann kriege ich 4 Pens. So rum. Deswegen, dann wird der Knoten in meinem Kopf sich gerade lösen. Okay. Das war es eigentlich schon. Also wir können jetzt im Endeffekt damit selber NRS-Pens produzieren, die wir natürlich auch verkaufen können, in der Summe für mehr als das Produkt. Also wenn ich jetzt den einen Pen verkaufen möchte, hätte ich jetzt mit meiner jetzigen Effizienz 1890, also nehmen wir mal 2000 an und ich würde knapp 6000 bekommen über die 3 Pens, also mehr als die 4800. Auch da wieder, wollt ihr euch die Arbeit machen? Ja, nein. Also ich werde jetzt zum Beispiel das Produkt weiter behalten. Einfach aus dem Grund, wenn ich die Medbay upgraded habe und 4 Pens draus kriege, dann bin ich natürlich kosteneffizienter und kann da mehr von machen. Bis dahin spare ich mir die Sachen und oder verkaufe dann nur was, wenn ich Geld brauche. Ja, habe ich was vergessen? Wenn ja, gerne in die Kommentare. Aber im Grunde war das schon der ganze Kniff des Anbaus. Also 13 Pflanzen pro Kübel, die brauchen so 75 bis 72 Stunden, je nach Effizienz des Raums. Und ja, das war es eigentlich schon. Also wenn ihr Fragen habt und ich was vergessen haben sollte, gerne in die Kommentare. Ja, und wie es sich gehört, ich habe was vergessen, und zwar das eigentlich der Hauptteil, den ich noch machen wollte. Mal gucken, ob ihr das seht. So. Müsstet ihr eigentlich sehen. Und zwar, den Link haue ich in die Videobeschreibung. Und da gibt es zwar einen NRS-Kalkulator. Und für alle, die es jetzt auch wieder interessiert, ich kann jetzt sagen, okay, ich habe hier 26 Pflanzen. Ich habe Nursery Level 2. Ich habe den Generatorraum Level 2. Ich habe Medical Utility Level. Also siehst du, Nursery Utility Level ist, glaube ich, Level 1 noch bei mir. Der Trader ist Level 2 und Medical Utilities auch 2. So. Dann gehe ich auf Calculate Garden Profit und dann sagt mir dieses Tool aktuell exakt, wie viel ich brauche. Also ich würde jetzt mit einer Ernte 100.000 Coronas machen. Den Profit. Warum? Weil eigentlich ist es 150.000. Dafür wird das Benzin abgezogen, die Kosten der Samen abgezogen für die 26 Samen. Dann die Kosten des Wassers und die Gesamtkosten. Daraus ergibt sich, ich brauche 3000 Einheiten Wasser. Und wir haben diesen optionalen Verbrauch an Wasser, die wir da reinschütten müssen. Jetzt ist natürlich die Sache, das ist über den jetzigen Water Jug nicht mehr ganz aktuell. Und auch die Benzinkosten kann man da rausfallen lassen, meiner Meinung nach. In dem Moment, wo man genug Grafikkarten hat und die Benzinkosten tragen. Da komme ich aber in einem anderen Video zu.
Nichtsdestotrotz könnt ihr euch erstmal schon mal grob angucken, in welche Richtung es geht, wenn ich jetzt hier anbaue, und möchte ich mir die Mühe machen. Entschuldigt, wenn ich jetzt extrem bin und ich habe mal so das Spiel Endgame mäßig ausgemaxt, ich bleibe bei Trader Level 2, weil ich Jiri jetzt nicht weiter leveln werde, und ich mache mal 39 Pflanzen, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Also auch hier, wir bekommen also eine Viertelmillion nach 3 Tagen, wenn wir also die 39 Pflanzen zeitgleich setzen, und würden dadurch im Monat 2,5 Millionen machen und hätten auch 150 NAS, die wir produzieren können. Auch da wieder, wenn man die Benzinkosten noch rausnimmt, die natürlich sinken darüber, dass der Generatorraum ein höheres Level hat. Aber zu Strom und GPUs mache ich nochmal ein anderes Video. Ja, also Link dazu packe ich mit in die Beschreibung. Und ja, jetzt sollte ich, glaube ich, nichts mehr vergessen haben. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.